Moin moin, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Dan und heute möchte ich euch zeigen, wie man mit Keulen Lego spielt. Nicht das Lego, was ihr jetzt denkt, sondern bei Lego mit Keulen denkt man an ein System, Keulen zu manipulieren und damit geometrische Formen zu bilden. Um euch eine kleine Vorstellung davon zu geben, schaut euch einmal kurz an, was ich damit meine. Ich möchte euch heute gerne zwei Varianten von diesen Lego-Mustern vorstellen. Der erste ist sehr, sehr einfach und ich glaube, ihr könnt ihn eigentlich sofort mitnehmen und umsetzen. Wichtig dafür ist der sogenannte T-Griff. Ihr nehmt euch die erste Keule, lasst sie komplett durchrutschen und haltet sie entweder zwischen Zeigefinger und Mittelfinger oder zwischen Mittelfinger und Ringfinger, sodass ihr sie hier baumeln lassen könnt. Jetzt nehmt ihr die zweite Keule und legt die exakt von der Mitte auf den Knob von der anderen Keule dran. Und das hier ist das T. Das brauchen wir als Griff. Wir drehen den allerdings gleich für unser Muster nach innen. Diese komplette Konstruktion bleibt so, wie sie ist. In der anderen freien Hand halten wir in der Mitte die dritte Keule. Das ganze Konstrukt geht jetzt so weit nach oben, bis die orangene Keule ganz nach oben zeigt. Jetzt kommt die grüne Keule und wir greifen hier wieder Mitte an Mitte an und mit meinen Fingern nehme ich auch die zweite grüne Keule. Ich kippe weiter das Bild und lasse hier die orangene Keule los. Mit der rechten Hand öffne ich und kann sie wieder greifen. Jetzt bin ich im Ausgangsbild und bin einmal rum und gehe jetzt in die andere Richtung. Beides geht ganz nach oben. Die orangene Keule, die kommt hier dran. Ich greife beide und lasse sie wieder runterfallen. Nehmen wir hin und her. Nach einer Weile findet ihr den Punkt, dass ihr die obere Keule auch leicht balancieren könnt, indem ihr sie ein wenig haltet. So könnt ihr dieses Muster noch mal ein bisschen langsamer machen. Ihr könnt aber auch das Ganze mit in den Körper nehmen und versuchen sehr schön rund zu bekommen, die Keulen parallel zueinander zu bekommen. Das also der erste kleine Lego-Trick, jetzt der nächste. Für den nächsten Trick brauchen wir eine kleine Vorübung mit einer Keule. Ich möchte, dass ihr eine Keule nehmt und genauso wie wir sie beim T brauchen, zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. Jetzt streckt ihr euren Arm lang und ihr klappt die Keule im Handgelenk komplett rum, sodass ihr sie hier im Handgelenk halten könnt. Ihr hebt euren Arm hoch, als würdet ihr eure Muskeln zeigen. Hier habe ich einen relativ exakten Winkel. Hier oben liegt die Keule. Die lasse ich jetzt los. Und durch das Strecken meines Armes nach unten kann ich die Keule in ihrem Fall wieder auffangen. Achtet darauf, dass ihr eure Hand dafür umdrehen müsst, sodass die Handfläche nach hinten schaut. Noch einmal langsam. Desto höher ihr sie dabei zieht, desto mehr Zeit habt ihr, dass sie wieder runterkommt. Der Weg ist länger, es ist einfacher, sie zu fangen. Und ihr könnt aber auch gerne mit nach unten gehen, um so euch noch mehr Zeit zu verschaffen. Also hochgehen und vielleicht auch sogar ein bisschen mit nach unten. Oder ihr geht ganz normal hoch und streckt mal den Arm. Hochziehen, Muckis zeigen, loslassen hier oben, mit der gleichen Hand nach unten wieder greifen. Nachdem wir den Schritt jetzt mit einer Keule gemacht haben, müssen wir ihn jetzt auch mit dem T machen. Ihr nehmt also euch wieder das T, ihr achtet darauf, dass der Korpus nach innen guckt, also zu euch. Und jetzt hebt ihr die ganze Konstruktion hoch und die orange Keule wird jetzt durch die Finger nach unten gerutscht. Und jetzt seid ihr in genau dieser Position, ja, dass wenn diese Keule hier oben, die grüne, festgehalten wird, ihr die Finger hier loslasst, euren Arm lang macht, um die orange Keule zu greifen. Jetzt kombinieren wir diese Techniken. Wir haben also einmal das T, wir drehen es nach innen, wir heben das Ganze hoch, dass die orange Keule nach oben schaut. Jetzt kommt die freie Keule hier unten Mitte an Knob und jetzt kippt die orange Keule runter. Wir lassen hier oben die Hände los und mit dem langen Arm können wir sie wieder greifen. Wir setzen sie hier wieder an, drehen das Bild leicht und die grüne Keule, die obere, dreht sich nach unten und so können wir das Muster beidseitig spielen. Eine weitere schöne Variante von dem gleichen Muster ist es, vor euch zu spielen. Wir beginnen wieder mit einem T, sind allerdings jetzt seitlich und die freie Keule wird hier hinten angedockt. Jetzt ziehe ich die untere Keule zu mir und gleichzeitig bewege ich das T einmal nach unten, sodass es wieder ein T ergibt. Ich kann hier oben wieder andocken, ziehe jetzt die orange Keule zu mir
und klappt das Ganze wieder runter. Wenn ihr das gleichzeitig macht, sieht das so aus. Und das Schöne beim Jonglieren, alles geht in beide Richtungen. Ihr könnt auch in die andere Richtung gehen. Jetzt ist die hintere Keule, die nach vorne geschoben wird, während das T nach hinten gezogen wird. Und immer wieder die Mitte und der Knob aneinander. Das soll es gewesen sein von unserem kleinen Tutorial heute. Wenn ihr Spaß habt und noch mehr Input sucht, dann schaut euch doch vielleicht dieses Video an. Und wie immer an dieser Stelle freue ich mich, wenn ihr ein Abo dalasst. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Mein Name ist Dan. Tschüss, bis zum nächsten Mal.